Im Dezember überraschte Toyota mit einem ganzen Rudel neuer Elektroautos. Eine dieser Studien war eine Elektrolimousine der BZ-Reihe, der BZ SDN. Alles, was man aktuell darüber wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Die Bezeichnung BZ5 ist noch nicht ganz sicher, aber wir nennen ihn mal in diesem Video so. Vom Toyota BZ5 wurde bereits ein Konzeptfahrzeug gezeigt, das den Namen BZ SDN trägt. Die Ankündigung, daraus ein Serienmodell zu machen, könnte noch im Jahr 2022 erfolgen, zumal es bereits Sichtungen von getarnten Versuchsfahrzeugen gibt. Das Fahrzeug wird vermutlich etwa so lang wie das SUV BZ4X und auf der eTNGA-Plattform von Toyota aufbauen. Patentbilder zeigen außerdem, dass die finale Version wohl wie das Konzept aussieht. Interessant ist allerdings auch, dass Toyota wohl mit BYD zusammenarbeitet und im Toyota BZ5 die gleichen Akkus wie im neuen BYD Seal zu finden sind. Fällt euch auf, wie sich das Toyota-Modell und der BYD Seal ähneln? Ist offensichtlich kein Zufall. Zum BYD Seal habe ich auch ein Video gemacht, das findet ihr hier oben rechts. Im März wurde der BZ5 sogar schon als Erlkönig fotografiert, und zwar mitsamt Cockpit und einem Datenblatt, welches einige Daten verriet. Dazu aber gleich mehr. Der erste äußere Eindruck vermittelt ein Gefühl von Sportlichkeit. Zackig abgerundete Linienführung und markant ausgeformte Karosseriedetails. Das fängt vorne an der einprägsamen und aggressiven Stoßstange an, zieht sich über die, nennen wir sie mal, Motorhaube und der Seite des Fahrzeugs bis zum Heck. Was direkt ins Auge springt, ist das durchgängige Leuchtband mit den Scheinwerfern vorne, die in das Innere des Fahrzeugs einzutauchen scheinen. Auch sehr bullig kommt die Elektrolimousine durch die etwas breiter ausgestellten Radhäuser vorne sowie hinten. Es sieht auch sehr stark danach aus, als ob das Heck auch mit einem durchgängigen Leuchtband daherkommen wird, wobei die Rücklichter noch markanter und prägnanter ausgestaltet sein werden. Und schon sind wir bei den Erlkönig-Fotos, denn die zeigen, wenn auch nur etwas, den Innenraum des neuen Toyotas. So erkennen wir schon mal ein ziemlich unspektakuläres Dreispeichenlenkrad. Das ist nicht mal ein sportliches, mit Daumengriffen oder ähnliches. Sowas sollte man aber nicht sofort verurteilen, denn das kann sich in der Serie ja noch ändern. Was aber schon ziemlich seriennah aussieht, sind die Displays. Ein großes Diagonales auf der Armatur und ein kleineres Instrument horizontal hinterm Lenkrad. Viel mehr kann man leider nicht auf den Fotos erkennen, da dürfen wir mal gespannt sein. Es wurden aber nicht nur Fotos von der Optik und des Designs des Erlkönigs gemacht, sondern auch von einem Datenblatt, auf dem ein paar interessante technische Details stehen. So ist die elektrische Toyota-Limousine 4,72 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,47 Meter hoch, bei einem Radstand von 2,88 Meter. Seine Höchstgeschwindigkeit ist auf 150 km/h begrenzt. Die Limousine soll ein Gesamtgewicht von 2215 Kilo aufweisen. Das Auto wird wahlweise Front- oder Allradantrieb bieten und wohl auch ähnliche Batterien bekommen wie der BZ4X. Den BZ4X gibt es entweder mit einem 150 kW starken Frontmotor oder mit zwei 80 kW Motoren. Als Batterie wird ein 71 Kilowattstunden Akku eingesetzt. Auch die Preise dürften sich am BZ4X orientieren. Diesen gibt es als Fronttriebler ab etwa 49.000 €, während der Allradler ab rund 60.000 € angeboten wird. Für genauere Details müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Wie würde euch die neue Toyota-Limousine gefallen? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.